Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Hallo, auch von meiner Seite. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das, glaube ich, sehr viele kennen, die Deutsch lernen oder gelernt haben. Diese gewisse Angst, tatsächlich zu sprechen. Absolut, das hören wir immer wieder. Es ist eine ganz verbreitete Hürde. Genau. Und wir wollen uns heute anschauen, woher diese Angst eigentlich kommt. Wir stützen uns da auf Gedanken aus dem Text Fließend Deutsch sprechen, Angst überwinden. Und, was noch wichtiger ist, wir schauen uns dann auch an, was man dagegen tun kann. Also ganz praktische Strategien. Richtig. Unsere Aufgabe heute ist also, gemeinsam verstehen, was dahinter steckt und Ihnen dann Werkzeuge mitgeben, damit Sie sicherer werden im Gespräch. Packen wir es an. Sehr gerne. Vielleicht fangen wir mal mit den Wurzeln an, den Ursachen dieser Sprechangst. Da gibt es ja verschiedene Ebenen. Ja. Lass uns mal mit der psychologischen Seite starten. Ganz oft ist es ja diese Angst vor Fehlern. Man will nichts Falsches sagen. Die Angst, sich zu blamieren oder negativ aufzufallen. Genau. Das ist ja tief in uns drin, diese soziale Komponente, wie es auch Dr. Amy Cuddy beschreibt. Man fühlt sich irgendwie Unzulänglich. ja, besonders wenn die Situation wichtig erscheint. Ein Gespräch mit dem Chef, eine Prüfung, vielleicht auch nur im Restaurant bestellen, wenn viele Leute zuhören. Und dann kommt noch etwas dazu, was wie eine Falle wirken kann. Der Perfektionismus. Oh ja, der Anspruch an sich selbst, von Anfang an fehlerfrei zu sprechen. Was ja, wenn man mal ehrlich ist, beim Sprachenlernen fast unmöglich ist. Stephen Krashen hat ja betont, wie wichtig Fehler eigentlich für den Lernprozess sind. Absolut. Dieser Perfektionismus widerspricht eigentlich dem natürlichen Weg, wie wir lernen. Wir lernen durch Ausprobieren, durch Feedback, also auch durch Fehler. Das ist die psychologische Seite. Aber es gibt ja auch ganz konkrete sprachliche Gründe, warum gerade Deutsch manchmal Angst machen kann. Ja, die gibt es definitiv. Die deutsche Sprache hat schon ihre Herausforderungen, sagen wir mal. Zum Beispiel die Grammatik. Fälle, Artikel, der, die, das ist für viele Lernende am Anfang ein großes Thema. Das stimmt. Diese Struktur muss man erstmal verinnerlichen. Und dann gibt es ja noch diese berühmten langen Wörter, die Komposita. Ja, Sie meinen sowas wie Krankenversicherungsgesetz oder noch längere. Genau. Auch wenn die ganz extremen Beispiele wie Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän im Alltag jetzt nicht ständig vorkommen. Zum Glück. Ja, können Sie doch so ein Bild vermitteln von einer komplizierten, vielleicht unnahbaren Sprache. Das kann schon einschüchternd wirken. Verstehe. Es ist mehr das Prinzip dahinter, wie Wörter gebaut werden können, das vielleicht erstmal Respekt einflößt. Richtig. Und dann natürlich die Aussprache. Die Umlaute Ö, Ü, die gibt es ja in vielen anderen Sprachen so nicht. Oder bestimmte Konsonantenkombinationen oder auch Vokalklänge. Ich denke da an Wörter wie Richtung oder Streichholz. Ganz genau. Diese Laute zu meistern braucht Übung. Und wenn man sich da unsicher fühlt, zögert man vielleicht eher, den Mund aufzumachen. Das leuchtet ein. Also psychologische Faktoren, sprachliche Hürden. Was gibt es noch? Einen dritten Bereich würde ich noch nennen. Kulturelle und soziale Einflüsse. Ah ja? Was meinen Sie damit genau? Naja, zum Beispiel wird Deutschen ja oft eine gewisse Direktheit nachgesagt. Stimmt, das hört man öfter. Und diese Direktheit kann von jemandem, der die Kultur noch nicht so gut kennt, vielleicht fälschlicherweise als Kritik oder Ungeduld bei Fehlern interpretiert werden. Auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint ist. Genau. Und noch etwas. Manchmal meinen es Muttersprachler gut und wechseln schnell ins Englische, wenn sie merken, jemand kämpft mit dem Deutschen. Ja, das passiert. Aus Höflichkeit vielleicht oder um das Gespräch zu erleichtern. Aber für den Lernenden kann das entmutigend sein. Es nimmt die Chance zu üben und kann das Gefühl verstärken, ich bin nicht gut genug. Und dann gibt es sicher auch noch diesen sozialen Vergleich, von dem Leon Festinger spricht. Man schaut auf andere Lernende. Die vielleicht schon weiter sind oder sich scheinbar leichter tun. Und schon fühlt man sich schlecht oder unter Druck gesetzt. Ja, dieser Vergleich kann wirklich demotivierend sein. Das kennen sicher viele von Ihnen da draußen. Okay, jetzt haben wir die Ursachen ziemlich umfassend beleuchtet. Psyche, Sprache, Kultur. Das hilft schon mal, die Angst besser zu verstehen. Aber was machen wir jetzt damit? Kommen wir zu den Strategien. Genau. Und die erste Strategie knüpft direkt an die psychologische Seite an. Es geht darum, Fehler neu zu bewerten. Also weg von Fehler sind schlecht
Hin zu Fehler sind Lernchancen. Sie sind notwendiges Feedback auf dem Weg. Carol Dweck spricht hier vom Growth Mindset, also einer wachstumsorientierten Denkweise. Ein Beispiel vielleicht. Wenn Sie sagen, ich gehe zu der Schule statt ich gehe zur Schule, das ist kein Weltuntergang. Es ist einfach ein Signal, okay, hier brauche ich den Dativ, nicht den Akkusativ. Man lernt daraus. Und wie kann man das praktisch umsetzen, diese neue Sichtweise? Ein einfacher Tipp ist, vielleicht mal eine Zeit lang ein Fehlertagebuch oder ein Lernlogbuch zu führen. Nicht um sich selbst zu geißeln, sondern um zu sehen, Fehler passieren, ich lerne daraus und ich mache Fortschritte. Das nimmt Ihnen den Schrecken. Das klingt gut. Fehler als Freunde, nicht als Feinde sehen. Was ist die zweite Strategie? Die zweite Strategie nennen wir mal schrittweise Konfrontation oder auf Englisch Gradual Exposure. Also sich der Angst langsam stellen, nicht gleich ins kalte Wasser springen. Genau. Fangen Sie in einer Umgebung an, in der Sie sich absolut sicher fühlen. Das können Sprachlern-Apps sein, wo man Sätze nachspricht. Oder einfach mal Selbstgespräche auf Deutsch führen. Allein zu Hause, wo niemand zuhört. Richtig. Der nächste Schritt könnten dann Online-Sprachaustauschplattformen sein, wie Tandem oder HelloTalk. Da findet man oft verständnisvolle Partner. Und dann, wenn man sich etwas sicherer fühlt? Dann geht es an die echten Gespräche, klein anfangen. Im Restaurant bestellen, im Laden nach etwas fragen, vielleicht ein lokales Meetup besuchen. Da hilft es sicher, sich ein bisschen vorzubereiten, oder? Unbedingt. Das ist der praktische Tipp hier, Scripting. Bereiten Sie sich ein paar Standardsätze oder Phrasen vor, die Sie wahrscheinlich brauchen werden. Ich möchte einen Kaffee bitte. Wo finde ich? Das gibt enorme Sicherheit für den Anfang. Verstehe. Schritt für Schritt raus aus der Komfortzone. Strategie 3. Strategie 3 zielt auf die sprachlichen Grundlagen, Kernkompetenzen stärken. Also Grammatik und Wortschatz pauken? Ja, aber gezielt. Konzentrieren Sie sich auf die Grammatik, die wirklich häufig gebraucht wird, und auf den Wortschatz, der für Ihren Alltag, für Ihre Interessen relevant ist. Nicht alles auf einmal lernen wollen. Qualität vor Quantität sozusagen. Genau. Und ein ganz wichtiger Punkt hierbei, unterschätzen Sie die Aussprache nicht. Eine verständliche Aussprache gibt Selbstvertrauen. Welche Hilfsmittel gibt es da? Es gibt tolle Online-Ressourcen wie Vorwo, wo man sich Wörter von Muttersprachlern vorsprechen lassen kann. Und eine sehr effektive Technik ist das Shadowing. Shadowing, was ist das? Das bedeutet, dass Sie einem Muttersprachler direkt nachsprechen, versuchen den Rhythmus, die Melodie und die Laute so genau wie möglich zu imitieren. Olly Richards empfiehlt das zum Beispiel sehr. Das trainiert also nicht nur die einzelnen Laute, sondern auch den Sprachfluss. Richtig. Und ein ganz einfacher praktischer Tipp dazu. Nehmen Sie sich selbst beim Sprechen auf. Und dann vergleichen Sie es mit dem Original oder lassen Sie es vielleicht mal einen Muttersprachler hören. Das hilft ungemein, sich selbst besser einzuschätzen. Gute Idee. Sich selbst mal von außen hören. Kommen wir zur vierten Strategie. Da wird's jetzt, glaube ich, sozial. Ja, Strategie 4 lautet, bauen Sie sich eine unterstützende Gemeinschaft auf. Allein kämpft es sich schwerer. Was für eine Gemeinschaft kann das sein? Das können Lerngruppen sein, die man über Plattformen wie Meetup findet oder auch online, zum Beispiel auf Reddit in Foren wie R-German. Oder eben Tandempartner, hatten wir schon erwähnt. Genau, geduldige Tandempartner, mit denen man regelmäßig spricht. Oder Sprachcafés, die gibt es ja in vielen Städten. Das sind Orte, wo man in lockerer Atmosphäre Deutsch sprechen kann und alle wissen, wir sind hier zum Üben. Fehler sind da also ausdrücklich erlaubt. Unbedingt, das ist der Sinn der Sache. Ein praktischer Tipp hier. Verabreden Sie sich zu regelmäßigen, vielleicht wöchentlichen kurzen Videoanrufen mit einem Sprachpartner. Setzen Sie sich vielleicht für jedes Gespräch ein kleines, erreichbares Ziel. Das schafft Verbindlichkeit und Struktur. Klingt sehr sinnvoll. Nicht allein bleiben mit der Angst. Strategie 5. Was tun, wenn die Angst im Moment hochkommt? Ja, das ist wichtig. Strategie 5 beschäftigt sich mit der Angstbewältigung in Echtzeit. Da gibt es 2 Ansätze, körperlich und kognitiv. Okay, fang mal körperlich an. Was kann man tun, wenn das Herz rast oder man flach atmet? Hier können Achtsamkeitstechniken helfen. Eine ganz bekannte ist die 4-7-8-Atemtechnik. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden die Luft anhalten, 8 Sekunden langsam ausatmen. Das kann das Nervensystem nachweislich beruhigen. Einfach ein paar Mal wiederholen. Genau.
Und kognitiv, also auf der Gedankenebene, da geht es darum, negative Selbstgespräche zu erkennen und durch positive zu ersetzen. Also statt, oh Gott, das wird peinlich oder ich kann das nicht. Sich bewusst sagen, jedes Wort ist ein Fortschritt. Oder es ist okay, Fehler zu machen, daraus lerne ich. Oder auch, die meisten Leute sind freundlich und geduldig. Das erfordert sicher Übung, diese innere Stimme umzulenken. Ja, das ist ein Training. Was auch helfen kann, Visualisierung. Stellen Sie sich vor, wie Sie ein Gespräch erfolgreich führen, wie Sie sich dabei gut fühlen. Das kann die eigene Einstellung positiv prägen. Mentale Vorbereitung also. Spannend. Bleibt noch Strategie 6. Ja, die letzte Strategie für heute. Nutzen Sie Technologie und Ressourcen clever. Wir leben ja in einer Zeit mit fantastischen Möglichkeiten. Zum Beispiel. Es gibt KI-gestützte Apps wie zum Beispiel Speechling, die gezieltes Feedback zur Aussprache geben können. Okay. Es gibt unzählige Online-Kurse auf Plattformen wie Coursera oder direkt von Anbietern wie der Deutschen Welle, oft sogar kostenlos. Und dann natürlich das Thema Immersion, also Eintauchen in die Sprache? Ganz wichtig, schauen Sie deutsche Filme oder Serien, vielleicht erstmal mit Untertiteln. Filme wie Goodbye Lenin oder Das Leben der anderen sind ja auch international bekannt. Oder Podcasts hören. Es gibt ja tolle Podcasts für Deutschlernende, wie Coffee Break German oder Easy German. Genau. Das schult das Hörverständnis und man bekommt ein Gefühl für den Sprachrhythmus. Ein kleiner praktischer Tipp noch zur Technologie. Nutzen Sie die Spracheingabefunktion auf Ihrem Smartphone. Also diktieren statt tippen. Ja, versuchen Sie mal, kurze Nachrichten oder Notizen auf Deutsch zu diktieren. Das ist eine super Übung für flüssiges Sprechen in einem geschützten Rahmen. Das sind ja wirklich eine Menge konkreter Strategien. Fehler neu bewerten, schrittweise Konfrontation, Kernkompetenzen stärken, Gemeinschaft suchen, Angst im Moment managen und Technologie nutzen. Genau. Und vielleicht ist es wichtig, das Ganze nochmal in eine langfristige Perspektive einzuordnen. Was meinen Sie damit? Naja, die Angst zu überwinden, das ist kein Schalter, den man umlegt und dann ist sie weg. Es ist ein Prozess. Ein Marathon, kein Sprint. Man braucht Geduld mit sich selbst. Unbedingt. Es ist wichtig, eine langfristige Denkweise zu entwickeln. Setzen Sie sich realistische, kleine, schrittweise Ziele. Vielleicht, diesen Monat möchte ich lernen, im Café auf Deutsch zu bestellen. Oder in 3 Monaten möchte ich ein 5-minütiges Gespräch mit meinem Tandempartner führen können. Und dann auch die kleinen Erfolge feiern, nehme ich an. Ganz genau. Jeder kleine Schritt zählt. Feiern Sie es, wenn Sie sich getraut haben, etwas zu sagen, auch wenn es nicht perfekt war. Reflektieren Sie regelmäßig. Was habe ich geschafft? Was ist der nächste kleine Schritt? Und was auch hilft, ist sicher die kulturelle Immersion, von der wir sprachen. Wenn man die Sprache nicht nur als Lernobjekt sieht. Sondern als Schlüssel zu einer Kultur, zu Menschen, reisen, wenn möglich, deutsche Veranstaltungen besuchen, deutsche Musik hören, all das vertieft die Verbindung. John McWhorter hat mal gesagt, Sprache ist eine Brücke. Und das finde ich sehr passend. Es geht darum, Brücken zu bauen. Das ist ein schönes Bild. Fassen wir also noch mal kurz zusammen für unsere Hörerinnen und Hörer. Gerne. Die Angst vor dem Deutschsprechen ist real und hat verschiedene Wurzeln. Psychologische, sprachliche, soziale. Aber, und das ist die gute Nachricht, sie ist überwindbar. Wir haben eine ganze Reihe von Strategien besprochen, wie Sie Fehler anders sehen können, wie Sie sich schrittweise an das Sprechen herantasten, wie Sie gezielt üben, wie wichtig ein Netzwerk ist, wie Sie akute Angst managen und wie Technologie helfen kann. Es gibt also Werkzeuge. Ja. Was heißt das nun für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Es bedeutet, der Weg zu flüssigeren Kommunikation auf Deutsch ist vielleicht manchmal steinig, aber er ist absolut machbar. Sie können das schaffen. Genau. Es geht darum, den Prozess anzunehmen, geduldig zu sein und die Sprache eben als Mittel zur Verbindung zu sehen. Jeder Versuch, jedes Gespräch, auch wenn es stockt, ist ein Schritt nach vorne. Und vielleicht als letzten Gedankenanstoß eine kleine Anregung für Sie. Abgesehen von all den Strategien, die wir genannt haben, welche eine ganz kleine, konkrete Aktion könnten Sie vielleicht noch heute oder morgen unternehmen, um Ihrer Sprechangst ein winziges Stück entgegenzutreten? Das muss nichts Großes sein. Nein, überhaupt nicht. Vielleicht einem Freund oder einer Freundin eine kurze Sprachnachricht auf Deutsch schicken.
Oder einen Satz aus einem deutschen Lied laut mitsingen. Oder auch nur einen Satz aus unserer heutigen Vertiefung hier nehmen und ihn mal laut für sich wiederholen. Irgendetwas Kleines, das den Ball ins Rollen bringt. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like and share with your friends.